Es gibt immer wieder Leute da draußen, die behaupten, ihr macht doch Marketing mit der Expedition Finance. Nee, stimmt nicht. Wir teilen Wissen und wir geben Einblicke in Finance. Und dafür suchen wir uns immer Themen und Experten aus unserem Umfeld. Heute geht es um das Co-Branding von Karten. Wenn sich zum Beispiel zwei Marken zusammentun, eine Karte herausgeben, um ihre gemeinsamen Stärken auszuspielen. Aber was steckt dahinter? Für welche Unternehmen könnte das interessant sein und wer verdient wie viel daran? Das schauen wir uns heute an. Mein heutiger Experte ist seit 20 Jahren im Digital Payment Banking unterwegs. Ja, so eine Art Mr. Payment and Banking, Kilian. Such dir erstmal eine Figur aus. Ja, die Wahl fällt schwer, aber ich versuche es erstmal mit der hier. Passt am besten zum Thema. Co-Branding ist jetzt per se nichts Neues, aber du behauptest, das ist ein absolutes Fintech-Business. Das musst du mir mal erklären. Das mache ich gerne. Also du hast auf der einen Seite schon recht. Also Co-Branding, vor allem im Kartenumfeld, gibt es schon sehr, sehr lange. Wahrscheinlich 20, 25 Jahre. Ja. Der Fintech-Trend hilft jetzt natürlich, Co-Branding auf ein neues Level zu heben. Das heißt, Technologie im Kontext von Financial Services, also Fintech, macht die Anzahl der Produkte und die Anzahl der Features, die wir hier bereitstellen können, viel, viel breiter und viel, viel weiter. Was steckt heute genau hinter dem Co-Branding? Wieso gehen Marken oder Brands sowas ein? Man möchte die Reichweite des anderen Partners nutzen. Man möchte gegebenenfalls mehr wissen über seine Kunden und die besser kennenlernen. Und das können wir eigentlich ganz gut anhand der Reise, die wir hier aufgebaut haben, zusammen mit der Karte durchspielen. So, dann komm schon mit auf die Reise. Steigen wir hier mal ein in unser Flugzeug. Ja, guck mal, ich habe sogar Handgepäck dabei. Jetzt starten wir unsere Reise, sind hier, wie man sieht, im Flugzeug, hat das natürlich vorher bezahlt mit seiner Co-Brand-Karte. Der Brand könnte jetzt eine Airline sein, könnte auch jemand anders sein. Und schon weiß die Airline, ich habe einen Kunden hier dabei, hoffentlich ist es ein loyaler Kunde und der bezahlt mit meinem eigenen Produkt der Karte. Wir kommen an, kaufen uns einen Kaffee, was auch immer der König von Mallorca hier anzubieten hat, nehmen da auch unser Co-Brand-Produkt her, mit dem wir bezahlen, unsere Co-Brand-Karte. Schon hat der Co-Brand-Partner den Effekt, dass sein Brand in der Geldbörse des entsprechenden Kunden ist. Der Co-Brand-Partner sieht, wie wird die Karte eingesetzt, also sein Produkt, für was wird es verwendet und was bedeutet das auch für den Kunden und die Kundenklassifizierung. Also Pacific Airline sieht dich nicht nur einmal, wenn du fliegst, sondern sieht immer, wenn du mal einen Kaffee trinkst. So ist es. Gibt es noch einen Grund? Ein wichtiger Grund ist auch das Thema Kundenkontakt und Kundenkanal. Das heißt, beide Co-Brand-Partner haben vor allem durch das Produkt Karte die Möglichkeit, immer einen Grund zu finden, den Kunden zu kontaktieren und haben nicht nur die physische Möglichkeit, also Karte, sondern auch digitale Möglichkeiten, vor allem in Form von Apps. Was ist denn jetzt an diesem Gerücht dran? Ach, mit so einer Karte, da verdiene ich 3%. Die 3% kommt eigentlich von der Händlerseite kommend. Ja? Das heißt, der Händler bezahlt natürlich etwas an den sogenannten Acquirer dafür, dass er Kartenzahlung akzeptieren kann. Ja, diese bekommt die sogenannte Acquiring-Bank. In der Regel sind das nicht 3%, speziell nicht, wenn ich als Händler eine Airline bin oder ein großer Retailer, sondern deutlich geringer. 1 bis 1,5%. Wie sieht es mit dem Risiko für die Banken aus? Das Risiko ist in der Regel bei der Bank. Das heißt, die Bank, die die Karte herausgibt, ja, trägt natürlich auch das Risiko, speziell bei einer Kreditkarte, dass der Endkunde nicht bezahlt. Ja. Dafür bekommt die Bank einen Teil der Gebühr, ja, die der Händler bezahlt, die sogenannte Interchange. Ja. In Deutschland ist das 0,3% bei Kreditkarten und 0,2% bei Debitkarten. Was würdest du denn in so eine Karte mit reinpacken? Was ist denn so beliebt? Wenn wir jetzt wieder beim Airline-Fall sind, macht es durchaus Sinn, Leistungen hereinzupacken, die zum Thema Reise passen. Ja. Es sind vor allem Versicherungen, das sind vor allem Themen rund um Fremdwährungsnutzung, das sind Themen rund um Geld abheben im Ausland. Das ist so ein Paket, was sehr gut zu einem Co-Brand-Partner Airline passt. Und ich fliege ja gerne in der Reihe Nummer 2. Die Karte darf ich mir dann auch reservieren. Wenn du die Karte oft genug hernimmst, wird es vielleicht sogar günstiger. Thema Flight-Shaming, Fluglinie und Bank, wie passt das zusammen? Flight-Shaming ist natürlich ein Thema, was wir uns von Anfang an in die Konzeption mit reingenommen haben von so einer Co-Brand-Karte. Man könnte da zum Beispiel über spezielle Incentivierung von Carbon Offsetting oder auch Sustainable Fuels sprechen. Co-Branded Cards Community, wie seht ihr das denn? Nutzt ihr sie schon und warum?